Ich denke, wir müssen nicht darüber reden, dass die letzten 2-3 Clash Royale Updates extrem enttäuscht waren. Aber was wäre eigentlich ein gutes Update und was wünschen sich die Leute? Genau das schauen wir uns jetzt an. Ihr kennt alle, Hog Gaming ist ein absolut krasser YouTuber und er hat mal 24 unfassbare Update-Ideen für 2024 zusammengestellt, die wir uns jetzt anschauen werden. Ich habe das Video noch nicht vorher geschaut, aber ich bin mir sicher, dass der Kollege auf jeden Fall einige Ideen hat, wo ich auf jeden Fall auch sage, hatte ich vielleicht so ähnlich und mal schauen, was es da genau gibt. Amazing update ideas for Clash Royale that I want to see added in 2024. A lot of these are from the Clash Royale subreddit. There's some pretty good stuff in there, but I also made and threw in a few that I really want to see added. Das ist zum Beispiel jetzt schon eins, wo ich sage, das wäre overall geil. Das würde leider vielleicht ein bisschen mehr Relevanz geben. Das Ding ist halt, was halt dadurch sozusagen der große Nachteil ist, erstens, Snipes werden deutlich einfacher. Zweitens, was ich dadurch ein bisschen problematisch finde, als jetzt aus meinem Selfish-Dings, ist halt dieses Content-Creator-Ding, ne? Content-Creator, die halt Sachen livestreamen, zum Beispiel Top-Ladder, werden dann weniger Aufmerksamkeit bekommen, wenn du es einfach nur in-game nachschauen kannst, ne? So with that being said, let's get right into it. Let's do this. Not having access to the newest evolution is lame. You can't immediately get it unless you pay for it, and you can't even try it. But how about ja, du kannst das nicht instant haben, danke. if we had this evolution? Eine Evolution Potion, das ist geil. Das ist extrem geil. Ich sag's euch, wie es ist. Nach dem Video schreibe ich das direkt Supercell. Holy shit, wie geil ist das eigentlich? Also das wäre ja übelst geil, weil wir haben ja jetzt diesen Boost-Trank, der die Karte aufs maximale Level tut, aber einfach mal eine Evolution für ein bisschen zu haben, wäre übelst geil. Digga, das ist eine geile Idee. Das ist so ein Ding, was nicht ein krasses Update wäre, aber würde das einfach zu einem neuen Season-Update kommen, so viele Leute würden es feiern. Potion. A potion that temporarily evolves any card you want. Digga, I think saft this dich would ab. be dope, and it's a bit Safttrank. silly that there's no way to try new evolutions outside of challenges. This would be a perfect solution. Das wäre Now geil. that we're on the topic of evolutions, though, here's a neat concept of a way to get shards Play a card by amount of... simply playing that card. As Ja, wäre, glaube ich, auch geil. Die Frage ist, ob es nicht ein bisschen zu OP wäre, aber würde ich persönlich cool finden als Mastery-Belohnung, weil ich finde, die Masteries brauchen allgemein Rework, nachdem sie die Gems moved haben, weil es will ja keiner Gems. Jeder hat ja richtig Bock auf irgendwie 100 Gold, wenn man die Karte 300.000 Mal spielt. Auf jeden Fall, Supercell, das stimmt. Daumen, by the way, schräg. Aber ja, also das wäre auf jeden Fall auch geil, wenn du die Truppe, also das seht ihr jetzt nicht ganz, kann ich mal kurz weiter nach oben machen, aber ihr seht hier, dass ihr halt einen Evolution Shard bekommt, wenn ihr die Karte so und so oft gespielt. Finde ich persönlich relativ interessant, wäre cool. as more and more cards get evolutions, I feel Geil. like putting at least a couple of shards in the mastery would feel very rewarding. So far, a new player would need 66 shards to get all of the evolutions, and that's quite a lot. You know, sometimes I just want to completely zone out and play multiple matches, unbothered. But this is kind of annoying to do in Clash Royale because you have to exit the match every time. I wish there was a few Ja, das ist halt so ein kleiner Quality of Life Change, der vielleicht geil wäre. Das fühle ich. Das wäre vielleicht sowas, das ist jetzt keins, wo ich jetzt sage, Alter, ich spiele jetzt 20 Stunden am Tag Clash Royale mehr, aber es wäre was Cooles. Das sind auch so Kleinigkeiten, die oftmals extrem geil sind. Also, ich sag's immer wieder, ich habe jetzt kein Beispiel, perfekt, Digga, aber ich habe manchmal das Gefühl, so Kleinigkeiten in Clash Royale machen das Spiel oder das Spielerlebnis deutlich chilliger. extra buttons in the end screen, like being able to change your deck, find another match, or maybe even your past progress to know where you are. Das ist geil. I really hope they work on making Macher. this more seamless. Okay, I know I've been playing way too much Elden Ring when I think Noch nie gespielt. this next one is a good idea, but hear me out. Someone made a concept for Clash Royale relics, which is kind of like passive effects or abilities that you can apply to your account. Promotion will boost your crew and favorite card Gold Star, doubles the chance of getting Champions card, but reduces the chance of getting Legendary card. Jelda Bank will take 3 crowns. Okay, also sozusagen du tradest halt immer irgendwas. Also ein paar Abilities, halt, desto du höhere Wahrscheinlichkeit Champion-Karten bekommst, dadurch aber gleichzeitig weniger Legendaries. Also das finde ich, Resource Bag will increase the maximum limit of Gold Chips. Okay, du hast zum Beispiel Resource Bag, was du benutzen kannst und dadurch kannst du dann mehr Ressourcen sammeln. Finde ich interessant. Also ein paar Sachen davon sind cool. Vielleicht finde ich overall, also Or towers. I don't know. Whichever. ein paar Sachen sind cool, ein paar weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, also was muss man dafür jetzt machen? Normally, how this works in other games is you can only equip like 1 or 2 at a time, and you can swap it out at any point. Like maybe one relic can give you increased chances of getting a champion card, but reduced chances of getting a legend. Also wenn du das ausrüstest, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, Champion zu bekommen, aber eine niedrige Wahrscheinlichkeit, Legendary Cards. Also, Digga, das wird halt niemals kommen, Bruder. Or a relic for 10% more gold from matches. Something like that. Given that Clash Royale now has tower troops and maybe in the future king tower troops, this doesn't seem all that crazy when you think about it. Obviously, the relics would have to be worth it, but not OP, and I think it would work amazingly well.
Deck building is a massive portion of the game, and it can be a little overwhelming for new or returning players to know how to play all of the 100 plus cards or however Deswegen sollten die Morten Royale Videos schauen. many there are nowadays, and put them in a deck. I think it would be really cool if there was a practice mode that kinda taught you how to play a Ey, ich schwöre, eine Singleplayer-Map wie in Clash of Clans. Das wäre so broken. Das wäre so broken, wo du einfach gegen bessere und bessere Bots spielst mit bestimmten Archetype und damit dann irgendwie, desto besser du wirst, kriegst du mehr Rewards. Bro, das würden Leute grinden und Leute könnten auch Content dazu machen und sagen, wie bietet man 2.6 Level 5 und so. Boah, ey, das wäre so saftig knaftig. a specific way, like Hog Cycle, Bait Decks, Beatdown, whatever it is, it can give you some kind of reward. Das ist so geil. Challenges have always been a challenge. Bitte, danke, danke, danke. I mean, it's in the name, but the fact that it costs gems is a big reason Die sind so scheiße, also die müssen da wirklich was machen. Weil das Ding ist, klar, die sind immer worth it, aber Bruder, die sind mittlerweile 6, 7 Jahre alt. Digga, was sich seitdem geändert hat im Game. why a lot of players, including myself, don't even want to try. This can easily be solved if there was some kind of challenge pass or tickets that you Digga, diese Ticket-Idee. Ich habe damals, ich weiß es ganz genau, 2018 in Los Angeles, CRL, habe ich ein Video von CAA geguckt, wo er diese Grand Challenge-Tickets, also wo man einfach so aus irgendeiner Tour oder aus irgendwelchen anderen Sachen ein Grand Challenge-Ticket bekommt, wo man da for free mitmachen kann. Ich verstehe nicht, warum die nicht immerhin das machen, wenn sie keinen Bock haben, die Challenge zu überarbeiten. Bruder, das Video ist geil, aber es macht mich auch irgendwie sauer, weil ich nicht darauf klarkomme, wie einfach solche Ideen sind und ich sehe da wirklich keinen Nachteil drin. Außer weniger Geld für Supercell, Mann, aber ihr seid doch reich! can find in chest or anywhere in the game, really. And these passes would basically grant you free entries to that challenge. Then it wouldn't be so bad to lose because you didn't pay 100 gems for it, you know? On the topic of challenges, though, I really hope they keep adding more. Recently, they Das wäre so geil, Digga. Könnt ihr auch nicht einfach mehr Challenges adden? Keine Ahnung. Was wäre denn zum Beispiel jetzt einfach mal so dumm gesagt, eine dauerhafte Triple Elixir Challenge? Wäre das so dumm? Wäre es nicht einfach funny? Ich würde es cool finden, Digga. Mach's genauso wie Megadorf. 50 Gems, Rage. Und dann eine andere. Von mir aus kann die auch irgendwie alle 2 Wochen wechseln oder so in-game. Aber einfach nur eine zusätzliche Challenge. Warum nicht? Was Neues? Was dazu adden? Digga. added the Mega Draft Challenge. Oder von mir ist, dass die Leute auch auswählen können, in-game eine Abstimmung machen, welche Challenges Leute sehen wollen. Und dann nach jeder Woche gibt es eine neue Abstimmung oder jede 2 Wochen. Und dann zum Beispiel kann Rage, Mirror und so weiter. Die Leute stimmen ab. Okay, diese Woche wird's Rage. Danach können die Leute wieder abstimmen. Und dann vielleicht auch irgendwie eine extra Belohnung für den Account, der am meisten Dings da bekommen hat. Und kriegt irgendwie einen Reward oder so, einen kleinen Emote, so dass er die meisten Challenges gewonnen hat. And that was cool to see them add another after 7 years. But I'd really love to see them keep expanding on that. More permanent challenges. I don't know about you guys, but a big part of the reason I still play Clash Royale 8 years later is 2v2. That's why I really wish. Ich unterschätze es mal wieder. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Spielt ihr viel 2v2? By the way, auch gerne in die Kommentare schreiben. Nein, das war nur ein kleiner Spaß. By the way, ich wollte Ihnen kurz mal sagen, mortenroyale.shop. Gerne nochmal hier nebenbei schauen. Hier, gerne die Handyhülle kaufen. Würde mich sehr freuen. Kuss für all die schon gemacht haben. Ja, aber nicht 2v2 ist sehr, 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 sehr geil. Weil ich weiß, dass extrem viele Spieler von euch spielen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Viele von euch spielen 2v2 casual-mäßig. Auch viele Real-Life-Freunde von mir, die sonst eigentlich gar kein Casual mehr feiern, spielen ab und zu 2v2. Wie geil wäre es, wenn es mehr 2v2-Stuff gibt? Wish they would bring back those 2v2 challenges and fun game modes we used to have years ago. Back when we Weil ich sag's ja auch transparent, für mich persönlich ist 2v2 irrelevant. Ich spiel's nie. Ich will ja auch, dass die Community Spaß hat, so. Und wenn ihr an 2v2 Spaß habt, Digga, dann bringt doch mehr 2v2-Modis. Digga, die haben doch die Daten, Digga. Immer Daten, aber du willst ums Geld gehen Daten, aber nicht um Spaß Daten. You had the party button, you could hop into various 2v2 game modes anytime you wanted. Good old days. Today, you have to wait for an event that has a 2v2 option. Ja. I think instead of that, they Schere hoch, Supercell, Scherenhöhle. Exclusive to special 2v2 modes. Or give us the option in the 2v2 screen. That way, we always have the option. Speaking of 2v2, if your partner leaves the match, you're basically screwed. I think the best way to fix this is to have a trainer take your partner's place. The game already has trainer AI, so... Das ist ein guter Call, actually. Also, was er sagt, ist, wenn Leute, wenn zum Beispiel ein Freund irgendwie lief, oder TV2 wer lief, das ist ja übelst abfuckt, dass dann einfach ein KI, also eine KI einfach dann kommt und sozusagen spielt. Ist ja zum Beispiel bei anderen Spielen ja auch oftmals so, wenn du irgendwie dein Teammate disconnected, dass dann der Bot spielt. Ich denke, so wäre es auch cool und sehr safe. Yeah, it probably wouldn't be as good as a real player, but ja, immerhin besser als anything nichts. will be better than no partner at all.
There are tons of card ideas. Archer Queen ist einfach gekommen. Was ist das denn? Big Fan Studio Beast, Barbarenkönig? Digga, die Credit Card. Bruder, die muss man öfters benutzen, Digga. And although I'm not gonna fill this video with them, I came across a really cool one. For 2 Elixir, you can deploy an empty tower, and alone it doesn't do anything, but you can put any card in it. It sounds a little wacky, but it is very unique, and if they balance it properly, I think it would be really cool. Sometimes Digga, imagine. Du hast einfach 2 Elixier-Turm gespielt. Digga, das ist eigentlich eine lustige Idee, Mann. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Imagine spielst du gegen Spam und setzt dann den Turm und klatscht deine Mutterhexe drauf. Dann hast du einfach eine gute Defense so. Würde ich absaften. Sometimes champions do in fact live long enough to have their ability recharge. But you as a defender would have no idea unless you kept track of it or whatever. But zeig es an, want to do Daddy. This concept is the best solution I've seen to the. Ja, okay, jetzt sieht man es hier gerade nicht, aber da seht ihr jetzt einfach hier kurz, dass man hier das so sieht, weil da so der Fleck da unten ist. Ja, das ist halt was schon viele Leute vorgeschlagen haben. Ist auf jeden Fall geil. This problem, having the champion glow when they have an ability ready to be used. Würde ich gut finden. It's Warum nicht? Genius. I love it. Speaking of glowing things, it never made sense to me how the exclusive emotes have the same border around them as the past Royale ones. Toll. This concept from a couple of years ago is a bit old, but gold. Literally. I think this gold border around past Royale emotes suits them much better. Würde ich cool finden. Einfach nur wieder eine Kleinigkeit, die mich antören würde. It would also help players distinguish where an emote might have come from, which is not a bad thing at all. The bomber's special ability in Clash of Clans has a pretty unique bouncy bomb mechanic. And Digga, ich hasse thinking Bomber. of this concept that I saw a while back for a legendary spell that is similar to that. A bomb that you can deploy, and it would do like a bit of splash damage every time it bounces off the ground, maybe twice or 3 times. And hey, the bomber in Clash Royale doesn't have an evolution just yet, so Würde aber bald eine Evolution bekommen. Sehr bald. maybe this can be its evolution, maybe not. I don't know, just throwing ideas out there. Besides donating and trading, there really isn't much of a need for a clan unless you really love Clan Wars 2.0. I really wish clans had Clan Wars 2. Ich sag's euch, wie das Clan Wars ist vielleicht die größte Psychose der Clash Royale levels, which by the way has been suggested by the community many times. Ich schwöre, also Supercell hört ja schon echt wenig auf Feedback in letzter Zeit, aber Bruder, Clan Wars, das ist so ein toter Modus. Da wurde auch seit 500 Jahren nichts dran gemacht. For the past few years. And that's because it just makes sense. Being able to work together to unlock. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Es gibt ja in Clash of Clans auch, wo du diese Clan-Belohnung hast, desto ein höheres Level du hast. Das wäre so geil. Das wird dann auch ein bisschen mal pushen, so, yo, Morten, vielleicht doch im Clan War angreifen, damit Leute hier, was seht ihr jetzt hier? Dass du Karten schneller requesten kannst, dass du mehr Karten requesten kannst, Legendary Karten requesten kannst. Das ist doch Peak Sahne, Bro! Die Ideen sind geil! Clan perks that benefit everyone would be really dope. It would also give you a reason to actually be in a clan. Perhaps this Ja, endlich mal Clan, Bro, das ist geil. Digga, was ist das für geile Ideen? Gutes Video, lasst einen Daumen da! Speaking of ways to revive Clan Wars 2.0, maybe they can borrow a bit from the Clan War League shop in Clash of Clans. A currency that you can only obtain from playing Clan Wars. And you can buy stuff with it, like magic Finde ich interessant, geil. items, chests, or exclusive emotes. Maybe the shop can reset every week, or every month, or after every Clan War, I don't know. Würde ich aber sagen, diese Kombination aus diesem Update und aus dieser Clan Wars Clan-Level-Geschichte, das wäre so ein Update, was könnte mir die Vibes geben, wie damals das Magic Items Update, was Leute extrem gefeiert haben und Leute auch wieder zurück zu Clash Royale gekommen sind, weil du halt durch Grinden viele Rewards bekommen hast und deine Karten einfacher upgraden kannst, beziehungsweise sie auch einfach progressen kannst. Das sind so Sachen, vor allem dann noch dieses Clan War Feature ist allgemein sowas, was sich Leute immer wieder gewünscht haben. Bruder, ich schwöre, würden diese Sachen ins Game kommen, der Schral wäre back. I don't know how long it lasts. Honestly, I haven't really played it. The developers have already expressed that this is something they were originally working on for Clan Wars 2.0, but unfortunately they moved away from it. Personally, even 4 years later, I would still love to see something Geil. like this. Die haben sich dazu entschieden, also was er gesagt hat, ist, dass vor 4 Jahren das actually der Plan war, aber sie dann irgendwie doch nicht gemacht haben. Und jetzt haben sie dann anscheinend lieber an irgendwelchen Scheißangeboten gearbeitet. Kuss Digi. Years ago, we used to have something called the clan chest. Members collected crowns through battles, and in the end, you get a big beefy chest.
And you know what? I kind of miss that. Working together towards something was fun. And that's why this clan boss concept by Clash Royale really piqued my interest. It's basically a game mode where members go in with a set amount of Elixir to do as much damage to a boss as possible. Das ist geil. And once Das ist geil. Also du greifst einen Boss an, der hat Leben und jeder muss so viel Leben, oder man muss als Clan versuchen, ihn zu töten. Und jeder muss von den Leben wegnehmen. Alter, wie geil wäre das? they defeat it, they get a chest and move on to the next stage with a more difficult boss and bigger rewards. That's a pretty ambitious asking there, but I mean, make Clash Royale great again or whatever, right? Das ist Banners geil! are a cool thing. It took a while for them to grow on me, but I gotta say, customizing something is always great. And you know what? The clan page looks a bit dead to me, so here's a concept I found of integrating banners in there. The letters are a little hard to read, but I'm sure if Supercell added this, they'd put their own spin on it and make it look nice. But that's not the only thing. For years, members have had this empty icon next to their name. At one point, it was thought that it would eventually have a purpose, but it actually only works for Supercell ID, which is a bummer. You have to have the friend in order to see the icon. Das ist sehr How many of your dumm. friends are in your Also das Einzige, warum man, wenn das Icon halt nicht da ist, dieses langweilige Icon ist, wenn du über Supercell geredet hast. I would love for them to do something with it, and hey, I know Supercell doesn't add anything unless it brings in that cash money, so maybe you could have some really cool ones that come. Das würde ich sogar theoretisch ganz cool finden. Imagine Bannerbox, dann kannst du doch diese Icons haben, anstatt nur die Banner für dein Profil. Von mir aus klatscht die auch in dein Angebot, ist von mir aus fein, weil es ist ja kein Progress, es ist einfach nur Kosmetik. Das wäre actually geil. Digga, Clash Royale macht das, dann verdient ihr auch Geld damit. You could buy in the shop or whatever and be able to unlock free ones in the banner box or something. I think it would be really dope and give the clan page a bit more life. Clash Royale has had some pretty wacky game modes over the years, and I love when they do something completely different from what the base game is. And that got me thinking, how cool would it be if they added mini games? Kind of like what Clash of Clans did with their arcade machine. Maybe these mini games can be a way to pass time when you have nothing else to do, and that happens a lot in Clash Royale. And hey, I already found one. There's a really neat concept for a Bloons Tower. Ich safte, das ist ja geisteskrank geil. Ich liebe Bloons Tower Defense. God dang, I'd play that. This whole idea is a bit far-fetched, but it's cool. Das wäre doch so lustig, oder nicht? I'd really love to see them expand on Das wäre so different game lustig. modes. Go crazy. If you've ever watched any esports, you know that pro players are good at the game. I mean, what am I saying? It's like I'm explaining water is wet. How cool would it be if we can spectate their matches through the leaderboards and learn from them? I need some tips, man. I suck. Maybe we can spectate the top 50 or 100, and that player in the leaderboards has the option to turn this off. Okay, if man kann selber entscheiden. Ja, them. I think it would be a really cool way for some players to learn how to get better. And I know there's a TV Royale, but the matches there are TV Royale, but on Rework, Digga, die Games da sind wirklich Peak mit leider. Only for trophy roads, so it's not exactly the same as watching two players in the top 10 duel it out, you know? Clash Royale is one of the only games where I actually finish the season pass, but I don't always buy it at the start. Sometimes I like to play a bit to see if the pass is worth it or not, you know? And if it is, great. But now I gotta claim every reward one at a time. This also... Ey, 100%iger Seite, es ist so anstrengend. Gib mir doch einfach einen All-Claim. Crowns. It takes a few minutes to open all those tiers. I think they should add a claim all button to solve this issue, but not only for the pass, they should also add it for masteries, challenges, basically anywhere. Ja, auch für Masteries. Digga, auf meinen ganzen Smurf-Accounts habe ich keinen Bock, Masteries einzusammeln, weil es eine Stunde dauert. Ey, Bro, bitte stell ihn ein, bitte, ich bezahle sein Gehalt. Okay, I can't believe it's 2024 and we're still hopping into a 2v2 match to add a player as a friend. In Clash of Clans, there's two ways to add someone, through Supercell ID or a button in their profile. I really don't understand what's stopping them from simplifying this process. Ja, eigentlich hast du recht. In Clash Royale. Also warum hast du nicht in Clash Royale den kann? Ich überlege gerade, ob es Nachteile gibt, aber eigentlich nicht. Ich meine, Clash of Clans ist es ja auch so, dass du es auch machen kannst. Würde ich echt cool finden, wenn das geht. And I hope that a friend request button gets added in 2024. Also da sieht das Unlocking a legendary may have been exciting years ago, but it's 2024, and not being able to skip the unlock effects is kind of a pain in the ass. We should have been able to skip it years ago, and ja, Mann, einfach skippen, Digga. Das Ding ist mittlerweile juckt Legendaries, ist wirklich mittlerweile für viele nur noch nervig, diese 10 Sekunden zu warten. I hope 2024 is the year where we can finally do it. This next one is a pretty small one, but can we have the Path of Legends change color depending on what league you're in? It would be way more aesthetically pleasing.
Okay, er will einfach, dass die Farben ein bisschen geändert werden von liegen. Finde ich persönlich auch ganz cool. Pleasing, and Ist halt so was it would Kleines, also just make more sense instead of it being purple the entire time. I don't know, it's just one of those small things. Geiles Video, unfassbar geil. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Idee ihr am geilsten fandet. Es hat, ey, Digga, geiles Video. Wie gesagt, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr da schreibt. Ich werde mir auf jeden Fall die Kommentare durchlesen. Ich werde auf jeden Fall 1, 2 Ideen noch weitergeben an Supercell. Und ja, Daumen nach oben da lassen. Denkt an die Scherenhülle, morten.shop, gerne Code scannen und schaut doch gerne bei Harburg vorbei. Geil! Wobei, eigentlich gar nicht so geil, weil nichts wird davon kommen. Ja, neues Pay-to-Win-Angebot morgen im Shop.